vielen Dank. Freut mich über die Gelegenheit, jetzt hier CityGML und speziell das CityGML Transportation Modul vorzustellen. Das ist ein Teil von CityGML, der speziell auch dafür gedacht ist, den Straßenraum zu modellieren. Mein Name ist Christoph Beil. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geoinformatik an der Technischen Universität München von Professor Kolbe und möchte in dem Vortrag eben genau diesen Teil von CityGML genauer vorstellen und speziell dabei auch noch eine Richtlinie oder einen Leitfaden, der sich Road to CityGML 3 nennt, den wir vor kurzem genau zu diesem Thema erstellt haben, und möchte einen kleinen Überblick dazu geben und am Ende, je nachdem, wie wir mit der Zeit hinkommen, vielleicht auch noch ein paar konkrete Beispiele zeigen, wie diese Modelle dann auch konkret verwendet werden können. Ganz kurz zum Hintergrund zum Thema 3D-Straßenraummodelle, warum das ein interessantes Thema ist und warum vor allem räumlich-semantische 3D-Straßenraummodelle an Bedeutung gewinnen. Das liegt zum einen daran, dass vermehrt Möglichkeiten bestehen, relativ effizient und schnell hochaufgelöste Daten des Straßenraums zu erfassen, zum Beispiel über Mobile Mapping-Systeme, wie Sie hier auf der unteren Folie ein Beispiel sehen. Und zum anderen gibt es aufkommende und stark gefragte Anwendungen, beispielsweise digitale Tests automatisierter Fahrfunktionen, die solche detaillierten 3D-Straßenraummodelle benötigen. Und diese Anwendungen benötigen nicht nur die geometrische Information über den Straßenraum, sondern vor allem auch semantische Informationen, topologische Informationen. Die Daten, die verwendet werden, sollten in der Regel georeferenziert sein. Und all diese Möglichkeiten bieten unter anderem semantische 3D-Stadt- und Landschaftsmodelle. Hier unten rechts sehen Sie ein Beispiel dafür für die Stadt München, in dem der Straßenraum, Vegetation, Gebäudemodelle zu sehen sind. Und für diesen Standard oder für diese semantischen 3D-Straßen- und Stadtmodelle ist eben CityGML der weit verbreitetste Standard. Und genau den möchte ich heute in dem Zusammenhang ein bisschen beleuchten. Es gibt natürlich auch andere Standards im Bereich Straßenraummodellierung, die in unterschiedlichen Anwendungsfeldern Anwendung finden. OpenDrive ist ein recht verbreiteter Standard in der Automobilindustrie. GDF wird hauptsächlich für Navigationsanwendungen verwendet. Es gibt auch andere Standards wie Landinfra, noch recht junger Standard zur Repräsentation von Infrastruktur. Allerdings ist es häufig so, dass in diesen Datenmodellen oder in diesen Standards der Straßenraum in erster Linie durch eine linienhafte Repräsentation abgebildet wird und häufig Informationen parametrisch gespeichert sind. Beispielsweise bei OpenDrive ist es so, es gibt dort eine Referenzlinie und relativ zu der sind sämtliche Informationen über Fahrspurbreiten beispielsweise als Parameter gespeichert, die jetzt zum Beispiel von einem klassischen GIS-System direkt so verwendet werden können. Es gibt auf der anderen Seite in vielfach Beispiele für explizit flächenhafte Repräsentationen von Straßen, die auch teilweise in verschiedenen Städten schon vorhanden sind. Es gibt Beispiele aus New York City, Melbourne, auch in München gibt es schon einige flächenhafte Daten des Straßenraums. Singapur ist ein Beispiel. Allerdings ist es häufig so, dass diese einzelnen Datenbestände jeweils semantisch und geometrisch unterschiedlich strukturiert sein können und es deshalb oft schwierig ist, beispielsweise Daten, die dasselbe zeigen, aber aus unterschiedlichen Quellen kommen, für dieselbe Anwendung zu verwenden beispielsweise. Wenn man in der Lage ist oder wäre, all diese Daten in einem gemeinsamen Rahmen, in einem gemeinsamen Framework zu repräsentieren, dann würde das ermöglichen, diese Daten unmittelbar nutzbar zu machen und eine größere Anzahl an Anwendungen mit diesen Daten zu füttern. Und genau das ist das Ziel, das wir verfolgen, indem wir uns mit semantischen 3D-Stadtmodellen beschäftigen, die nicht nur Informationen über den Straßenraum selbst beinhalten können, sondern auch über Gebäude, Vegetation, Straßenmöbel, Tunnel, Brücken und so weiter. Und wie gesagt, der verbreitetste Standard in diesem Bereich ist CityGML. Es ist ein OGC-Standard, ein Standard des Open Geospatial Consortium, basierend auf GML3. Es gibt einige GIS-basierte Open-Source-Tools, die mit diesem Datenformat arbeiten können. Ein Beispiel ist die 3D-CityDB beispielsweise. Es gibt standardisierte Web-Services, die mit diesen Daten bedient werden können. Und ein bisher sehr weit verbreitetes Anwendungsfeld dafür sind klassische Gebäudemodelle im Level of Detail 2. Das bedeutet, dass Gebäude durch eine generalisierte Dachstruktur repräsentiert werden. Für ganz Deutschland beispielsweise gibt es solche Gebäudemodelle flächendeckend. Und der große Vorteil von CityGML ist eben, dass er georeferenzierte Daten liefert, dass echte 3D-Geometrien gespeichert werden können, dass topologische Informationen vorhanden sind. Es gibt sehr umfangreiche semantische Fähigkeiten, die dieser Standard mit sich bringt. Es ist möglich, zeitabhängige Eigenschaften zu repräsentieren. Und es ist möglich, aus CityGML auch relativ schnell ansprechende Visualisierungen abzuleiten, wie Sie es auf dem Bild hier sehen, das Stadtmodell von München, das in der Unreal Engine visualisiert ist in dem Beispiel.
Außerdem gibt es Geodatenbanken und Lösungen wie sehr große Datenbestände, also ganze Städte mit zum Beispiel der 3DCityDB gemanagt werden können. Die neueste Version CityGML 3.0 wurde im September 2021 veröffentlicht, ist offen zugänglich über den Link, der auch hier auf der Folie zu sehen ist. Und dieser Standard CityGML ist im Wesentlichen oder ein wesentlicher Bestandteil, wie Objekte modelliert werden, ist eine hierarchische Struktur. Das heißt, Gebäude werden zerlegt beispielsweise in einzelne Teilflächen, Wandflächen, Grundflächen, Dachflächen und so weiter, die dann jeweils durch eigene semantische Objekte und eigene Geometrien repräsentiert werden. Und jedes einzelne dieser Teilobjekte besitzt unter anderem einen eindeutigen Identifier, eine GML-ID, sodass einzelne Teilobjekte auch eindeutig und persistent identifiziert werden können. CityGML ist außerdem modular strukturiert, das heißt, es gibt einzelne Module, die sich mit unterschiedlichen Aspekten einer Stadt beschäftigen und jeweils Konzepte festlegen, wie diese Teilbereiche modelliert werden können, eben zum Beispiel ein eigenes Modul für Gebäude, ein eigenes Modul für die Repräsentation von Brücken beispielsweise und hier in Rot markiert das sogenannte Transportation-Modul, das speziell für die Repräsentation des Straßenraums gedacht ist. Und genau das möchte ich jetzt in dem Vortrag ein bisschen genauer vorstellen und in dem Zusammenhang auch speziell ganz kurz einen Blick auf diese Guideline werfen, die wir erstellt haben. Vielleicht kann ich zu Beginn ganz kurz einen Überblick über diese Guideline geben, bevor ich dann den Inhalt der Guideline konkreter in einem klassischen Vortrag vorstellen möchte. Über den Link, der, glaube ich, auch im Vorfeld schon verteilt wurde, ich kann ihn vielleicht auch nachher nochmal in den Chat posten, finden Sie den Zugang zu dieser Guideline. Da wird am Anfang ganz kurz motiviert, worum es allgemein in der Guideline geht. Es gibt auch eine Liste an References, das heißt umfangreiche Literatur zu dem ganzen Thema. Es gibt also Datendownloads. Im Kapitel 2 werden dann generelle Konzepte erklärt, die werde ich, wie gesagt, gleich in dem Vortrag genauer vorstellen. Semantische Konzepte, geometrische Konzepte, topologische Aspekte und Möglichkeiten zur Visualisierung der Daten. Kapitel 3 geht es dann noch detaillierter um die Einteilung des Straßenraums in einzelne Teilobjekte. Auch das werde ich gleich in dem Vortrag noch genauer vorstellen mit den einzelnen Objekten und wie ein Straßennetzwerk in dieser hierarchischen Struktur, die CityGML verwendet, sozusagen strukturiert ist und in einzelne Objekte zerlegt wird. Kapitel 4 gibt es dann konkrete Realweltbeispiele, wie explizite Straßenabschnitte beispielsweise mit CityGML 3 modelliert werden können. Kapitel 5 beschäftigt sich dann mit der Integration unterschiedlicher Infrastrukturtypen, beispielsweise der gemeinsamen Repräsentation von Straßen- und Schienennetzwerken, Straßen, die sich auf Brücken befinden, Straßen, die durch Tunnels gehen, auch Straßen, die sich in Gebäuden befinden, beispielsweise im Fall einer Garage, beispielsweise eines Garagenhauses. Und Kapitel 6 abschließend beschäftigt sich dann noch mit weiteren CityGML-Modulen, mit Stadtmöbeln, mit Vegetation, Brücken, Tunneln, die im Zusammenhang mit Straßen relevant sein können. So viel als ganz kurzer Überblick. Es gibt auch die Möglichkeit zu kommentieren, weitere Links und weitere Informationen zu diesem Thema zu finden, sodass es auch die Möglichkeit gibt, sozusagen Feedback dazu zu geben. So viel ganz kurz zur Guideline selbst. Jetzt möchte ich die Inhalte vorstellen, indem ich die Konzepte von CityGML ein bisschen genauer beleuchte. Und das Grundobjekt oder das oberste Objekt, das es in CityGML dazu gibt, ist die sogenannte Road zur Repräsentation einer gesamten Straße. Hier in lila dargestellt ist mal die Victoria Street in Melbourne. Und diese Road würde dann weiter zerteilt in Unterobjekte. Sie sehen hier 3 Beispiele für 3 Roads. Hier einmal oben in lila abgegrenzt, von links nach rechts verlaufend und da unten senkrecht dazu verlaufend in gelb und in grün. Diese 3 Road-Objekte haben einerseits Straßenabschnitte, die eindeutig einer Road zuordnenbar sind. Andererseits gibt es Straßenkreuzungsbereiche, die gleichzeitig mehreren dieser Road-Objekte zugeordnet werden können. Das Ganze sieht dann im Detail so aus. Der Straßenraum wird also weiter zerkleinert oder zerteilt in Unterobjekte, sogenannte Sections, eben diese Abschnitte, die eindeutig einer Straße zugeordnet werden können, hier orange umrandet, und den sogenannten Intersections, den Kreuzungsbereichen, die jetzt hier für 2 Beispiele in blau dargestellt werden, die mehreren dieser Road-Objekten gleichzeitig zugeordnet werden können. Es gibt im CityGML dazu verschiedene Verlinkungsmechanismen, unter anderem die sogenannten X-Links, bei denen es möglich ist, diesen Kreuzungsbereich einmal zu repräsentieren, aber mehrfach klar zu machen, dass dieser eine Kreuzungsbereich mehreren Roads zugehörig ist, simultan sozusagen. Für hier das Beispiel Melbourne, so könnte also ein Straßennetzwerk einer Stadt unterteilt sein, in gelb dargestellt die einzelnen Straßenabschnitte, blau dargestellt die einzelnen Kreuzungsbereiche
Und jeder dieser Abschnitte und Kreuzungsbereiche beinhaltet Informationen, zu welcher übergeordneten Straße er zugehörig ist. Das heißt, in einem GIS-System wäre also auch eine Abfrage möglich, beispielsweise eben sämtliche Abschnitte und Kreuzungsbereiche der Victoria Street auszuwählen, um verschiedene Analysen damit machen zu können. Diese Sections und Intersections, also Abschnitte und Kreuzungsbereiche, können dann noch weiter unterteilt werden in sogenannte Traffic Spaces. Ein Traffic Space ist der Verkehrsraum, in dem der Straßenverkehr beispielsweise tatsächlich stattfindet. In der Abbildung links unten sehen Sie so eine volumenhafte Repräsentation dieser Verkehrsräume, unterteilt nach verschiedenen Verkehrstypen, in blau dargestellt beispielsweise für Straßenverkehr, rot dargestellt für Fahrräder, orange dargestellt Parkplätze und in einem Grünton die Verkehrsräume, die von Fußgängern genutzt werden können beispielsweise. Und zusätzlich zu den Traffic Spaces gibt es die sogenannten Traffic Areas. Das sind die Bereiche, die Verkehrsräume im Endeffekt zum Boden hin abgrenzen, also einzelne Fahrspuren, beispielsweise einzelne Gehwege, einzelne Radwege und so weiter. Und diese Darstellung durch Räume ermöglicht einerseits die Repräsentation durch beispielsweise solche volumenhaften Repräsentationen, andererseits, da auch beispielsweise Innenräume in Gebäuden durch diese Spaces repräsentiert werden, ermöglicht es einen einfacheren Übergang von Innenräumen zu Außenräumen, beispielsweise in einer Navigationsanwendung. Die angesprochenen Traffic Areas, das ist dann im Endeffekt die tatsächliche flächenhafte Repräsentation, die Grundfläche eines jeden Traffic Spaces, der je nach Funktionstyp unterschiedlich unterteilt sein kann. Sie sehen hier unten ein Beispiel der sogenannten Traffic Areas in hellblau dargestellt. Dabei handelt es sich um Verkehrsflächen, die also tatsächlich für den Verkehr gedacht sind, also Fahrspuren, Fußgängerwege, Radwege und sogenannte Auxiliary Traffic Areas hier in lila dargestellt. Das sind zusätzliche Verkehrsflächen, die sich im Zusammenhang mit einem Straßenobjekt befinden, allerdings nicht direkt für sozusagen den Gebrauch durch zum Beispiel Fahrzeuge oder Fußgänger gedacht sind, also beispielsweise diese Mittelinsel hier in dem Beispiel. Es gibt zudem in CityGML 3 Granularitätsstufen, das heißt abhängig davon, welche Informationen mir zur Verfügung stehen oder welche Anwendungen bedient werden wollen oder sollen, gibt es unterschiedliche Detailgrade, in denen der Straßenraum repräsentierbar ist. Es gibt die sogenannte Granularity Area, dabei wird, wie in dem Beispiel hier unten gezeigt, die gesamte Breite einer Straße durch ein einziges Objekt repräsentiert. In der nächsthöheren Granularitätsstufe, genannt Way, werden einzelne Carriageways sozusagen repräsentiert, das heißt ein Objekt für die gesamte Fahrbahn im Endeffekt. Und in der höchsten Auflösung dann in der Granularity Lane gibt es einzelne Fahrspuren, die durch individuelle Objekte, hier individuelle Lanes, repräsentierbar sind. Das Ganze gilt nicht nur für die flächenhafte Repräsentation des Straßenraums, sondern auch für die linienhafte Repräsentation. Auch da können dieselben 3 Abstufungen getroffen werden. Für die Granularity Area würden im Endeffekt die Mittelachsen einer gesamten Straße repräsentiert. In der Granularity Way könnten dann zusätzlich noch Fußgängernetzwerke und Radnetzwerke repräsentiert werden. Und in der höchsten Auflösungsstufe der Granularity Lane würden dann die individuellen Fahrspuren jeweils einzeln durch eine linienhafte Repräsentation abgebildet werden. Die Geometrietypen, die in CityGML verwendet werden, basieren auf dem ISO-Standard 1907. Und die beiden wesentlichen, die jetzt in den Beispielen, die ich bisher gezeigt habe, auch am meisten verwendet wurden, nämlich die Multicurve und Multisurfaces zur Repräsentation von eben der linienhaften Repräsentation und der oberflächenbasierten Repräsentation, sind jetzt hier mal gehighlightet. Es ist aber auch möglich in CityGML, wie schon gezeigt, volumenhafte Körper zu repräsentieren oder auch Punktwolkengeometrien können verwendet werden. Alle Geometrien in der Regel in CityGML-Daten besitzen 3D-Koordinaten und auch eine eindeutige Zuordnung zu einem Koordinatenreferenzsystem. Zu topologischen Konzepten möchte ich ganz kurz ein, zwei Worte sagen. Es gibt jetzt neu in CityGML 3 ein sogenanntes Vorgänger-Nachfolger-Konzept, Predecessor-Successor-Konzept, das für Traffic Spaces angewendet werden kann. Das heißt, jeder Traffic Space besitzt die Information darüber, welcher andere Traffic Space von dort aus erreichbar ist, welche Vorgänger und welche Nachfolger es gibt, was speziell für Routing- oder Navigationsanwendungen interessant sein kann. Informationen über Verkehrsrichtungen können gespeichert werden und über das X-Link-Konzept kann insgesamt in CityGML eine redundanzfreie Repräsentation eines und desselben Objekts erreicht werden, das geometrisch durch ein Objekt repräsentiert wird und dann aber über X-Links zu mehreren Objekten verlinkt sein kann. Das Beispiel der Intersections hatte ich am Eingangs erwähnt.
In CityGML-Daten ist es außerdem möglich, Texturen oder Farben, also eine Appearance mitzuspeichern mit jedem Stadtobjekt. Und dasselbe Stadtobjekt kann dabei auch unterschiedliche Texturen oder Einfärbungen referenzieren. Sie sehen hier ein Beispiel eines Straßenstücks in New York und einiger Gebäude. Auf der linken Seite klassisch texturiert mit Asphalttexturen und auf der rechten Seite texturiert mit den Ergebnissen einer Solarpotenzial-Einstrahlungssimulation, in denen angezeigt wird, wie hoch die Sonneneinstrahlung auf den jeweiligen Objekten ist. Jetzt ist es so, dass speziell im urbanen Straßenraum Straßen häufig nicht nur für sich existieren, sondern häufig auch mit anderen Straßenraum oder mit anderen Infrastrukturobjekten interagieren. Ein klassisches Beispiel sehen Sie auf dieser Folie dargestellt mit einem Tramnetzwerk, einem Schienennetzwerk, das sich im Zusammenhang mit einer Straßenkreuzung befindet. Die Konzepte, die ich bisher vorgestellt habe, mit der Einteilung des Straßenraums in Sections und Intersections, lässt sich nicht nur auf Straßen anwenden, sondern lässt sich genauso auf Schienennetzwerke, aber auch zum Beispiel auf Gewässernetzwerke anwenden, was es möglich macht, ein insgesamt konsistentes und integriertes, komplettes 3D-Stadtmodell zu erzeugen. Ein Beispiel sehen wir hier. Wie vorhin angedeutet, ist es möglich, die einzelnen Straßen in sogenannte Sections und Intersections zu zerlegen. Das ist jetzt hier an diesem Beispiel der Straße einmal in den nördlichen Bereich der Section A und den südlichen Bereich der Section B geschehen, mit der Intersection genannt E in der Mitte. Und von links nach rechts verläuft das Schienennetzwerk, was ebenfalls in Sections, in dem Fall C und D, die blauen Bereiche unterteilt wird. Und die Intersection E in der Mitte, hier rot dargestellt, ist also ein Kreuzungsbereich, der sich jetzt vom Schienen- und vom Straßennetzwerk geteilt wird. Die einzelnen Teilflächen werden nur einmal repräsentiert. Über beispielsweise Funktionsattribute kann angezeigt werden, dass einzelne Teilflächen beispielsweise gleichzeitig eine Fahrspur und ein Teil eines Schienennetzwerks sind. Und es ist klar, dass diese einzelnen Teilflächen Teil einer Intersection sind, die zum Beispiel über das Verlinkungskonzept, das ich vorhin kurz angesprochen hatte, sowohl mit dem Straßenobjekt in der obersten Ebene als auch mit dem Schienennetzwerkobjekt in der obersten Ebene verlinkt sein. Dieses Konzept macht es also möglich, redundanzfrei Geometrien zu repräsentieren und je nach Anwendung oder Interesse trotzdem immer noch auf sämtliche Teilflächen zugreifen zu können, beispielsweise in der GIS-Abfrage, je nachdem, an welchen Objekten ich interessiert bin. Ähnliches Konzept gibt es für Straßenoberflächen, die sich auf Brücken befinden. Das sehen wir hier ausgewählt. Bei diesem Brückenobjekt hier gibt es in CityGML das sogenannte Konzept der City Object Relations. Damit kann klar gemacht werden, dass mehrere Straßenobjekte beispielsweise derselben geometrischen Ausprägung darstellen. Also in diesem Fall würde die Straßenfläche, die hier repräsentiert wird, auch gleichzeitig eine Dachfläche eines Brückenobjekts entsprechen. Und das kann auch in CityGML ausgerückt werden, was wiederum vorteilig ist, um ein konsistentes Modell herstellen zu können. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich Straßenobjekte in CityGML nicht nur im Straßenraum, wie man sich klassisch vorstellt, bewegen können, sondern Straßenobjekte können sich auch in Gebäuden befinden, beispielsweise. CityGML, wie ich es am Anfang erwähnt hatte, wurde bislang hauptsächlich oder häufig zur Repräsentation von Gebäudemodellen verwendet. Und so ein klassisches CityGML-Gebäude besteht in der Regel aus Wandflächen, Dachflächen, Geschossflächen. Und diese einzelnen Teilflächen können aber gleichzeitig auch die Information besitzen, dass es sich dabei um Verkehrsflächen handelt. Es ist also so möglich, den Straßenraum auch innerhalb von Gebäuden weiter zu modellieren und beispielsweise so Parkhäuser zu repräsentieren. Das habe ich im Wesentlichen gerade gesagt. Was hier auf der Folie zu sehen ist, ist ein und dasselbe Modell. Auf der linken Seite unterteilt in die semantischen Objekte eines Gebäudes, in Wandflächen, Dachflächen, Geschossflächen. Auf der rechten Seite in semantische Objekte des Straßenraums mit den einzelnen Traffic Areas und Auxiliary Traffic Areas in diesem Beispiel. Es ist auch möglich, in CityGML sogenannte Squares zu modellieren. Dabei handelt es sich um geschlossene Flächen, die für unstrukturierte Verkehrsbewegungen genutzt werden. Beispiel ist hier dargestellt eines Parkplatzes. Auch da ist es möglich, einzelne Traffic Areas zu repräsentieren, beispielsweise individuelle Objekte für einzelne Stellplätze zum Beispiel. Das Konzept der Squares könnte aber auch zum Beispiel für Tankstellen verwendet werden, beispielsweise. Außerdem können damit öffentliche Plätze repräsentiert werden, wie es hier einer dargestellt ist, hier gelb umrandet. Dieser öffentliche Platz könnte weiter unterteilt sein in einzelne Teilflächen. Es ist möglich in CityGML, jetzt speziell neu in CityGML 3,
als eigene Klasse Straßenmarkierungen darzustellen. Diese Markierungen können dann eine Vielzahl an Attributen mitbekommen, Informationen über den Typ, über Flächen, über Funktionen und so weiter und können auch in Verbindung stehen mit zugehörigen Fahrspuren. Es ist also möglich auszudrücken, dass eine spezielle Fahrbahnmarkierung im Zusammenhang mit einer speziellen Fahrspur im Stadtmodell steht. Die Klasse Holes kann in CityGML verwendet werden, um Öffnungen im Straßenraum zu repräsentieren. Ein Beispiel dafür wäre die Modellierung von Gullydeckeln, wie es hier zu sehen ist, aber auch Straßenschäden können so zum Beispiel modelliert werden. Über das klassische Road-Modul, das ich jetzt im Wesentlichen vorgestellt habe, und das Transportation-Modul von CityGML hinaus gibt es noch weitere Stadtobjekte, die mit CityGML modelliert werden können und die im Zusammenhang mit dem Straßenraum stehen und für verschiedene Straßenraumanwendungen von Relevanz sein können. Eins dieser Module ist das sogenannte Furniture-Modul zur Repräsentation von Straßenmöbeln. Sie sehen hier auf der Folie dargestellt einige Beispiele. Auf der linken Seite eine Ampel im Wesentlichen oder zwei Ampeln, die sich an einem gebogenen Pfosten befinden. Jedes einzelne dieser Teilobjekte könnte als eigenes CityGML-Objekt mit eigenen semantischen Informationen über die Funktion, über die Klasse, über die genaue Position, über die Ausrichtung und so weiter modelliert werden. Es ist aber auch möglich, über das Konzept der sogenannten City Object Group deutlich zu machen, dass eine gewisse Anzahl an Stadtobjekten einen logischen Zusammenhang eines Gesamtobjekts darstellt, wie beispielsweise eben diese gesamte Ampel hier auf der linken Seite dargestellt. Selbiges gilt für die Straßenschilder, die hier auf der rechten Seite dargestellt sind. Auch die können als einzelne CityGML-Objekte repräsentiert werden, mit semantischen Informationen über die jeweilige Funktion, auch mit der Information, für welche Fahrspur beispielsweise welches Schild gültig ist und weitere relevante Informationen. In CityGML gibt es allgemein das Konzept der generischen Attribute, das heißt, über die standard festgelegten oder vorgeschlagenen klassischen Attribute, wie beispielsweise ein Funktionsattribut, ist es möglich, weitere generische Attribute je nach Interessenslage mit zu hinterlegen und mit konkreten Objekten zu verknüpfen. Hier ein Beispiel einer Haltestelle mit einzelnen Stadtobjekten, mit einem Ticketautomat, mit Fahrradständern. Auch diese Objekte können als individuelle CityGML-Objekte repräsentiert werden, mit einer eindeutigen ID und mit eindeutigen Attributen und semantischen Informationen, die für verschiedene Anwendungen relevant sein können. Dabei muss man nicht unbedingt so eine detaillierte 3D-Repräsentation verwenden. Es ist aber möglich, mit CityGML beispielsweise implizite Modelle, Geometrien zu verwenden, die dann mit den jeweiligen Objekten auch verknüpft sind. Vegetation ist ebenfalls möglich zu repräsentieren in CityGML und in 3D-Stadtmodellen. Dabei gibt es die Möglichkeit, entweder sogenannte Solitary Vegetation Objects zu repräsentieren. Das wären also einzelne Bäume, einzelne Büsche. Oder aber es gibt sogenannte Plant Covers. Das wären dann eher abstraktere Repräsentationen der Vegetation, beispielsweise indem ein Waldstück als eine volumenhafte Geometrie repräsentiert wird, zum Beispiel. Das war jetzt der schnelle Ritt durch einige der Konzepte, die CityGML bereitstellt, um semantische 3D-Stadt- und vor allem Straßenraummodelle zu modellieren. Ich möchte jetzt in den nächsten Folien ganz kurz ein paar Beispiele zeigen, wie diese Konzepte verwendet wurden und welche Beispiele es bereits gibt für CityGML-konforme 3D-Stadt- und Straßenraummodelle. Sie sehen hier einen Screenshot des Stadt- und Straßenraummodells von New York City. Das wurde erstellt auf der Grundlage von Open Data, also frei verfügbaren Daten, die die Stadt New York zur Verfügung gestellt hat, und wurde zu einem CityGML-konformen Straßenraummodell überführt, welches insgesamt über 1 Million Gebäudeobjekte beinhaltet und einer knappen halben Million Straßenraumobjekte. Das bedeutet also mit einzelnen Fahrbahnen in dem Fall. Das ist also kein fahrspurgenaues Modell, sondern würde der Granularity Way entsprechen, die ich vorhin vorgestellt habe, mit aber einzelnen Gehwegen beispielsweise, mit öffentlichen Plätzen, mit auch Fahrmarkierungsinformationen. Und später, wenn wir noch die Zeit haben, kann ich auch gerne noch 2, 3 Beispiele zeigen, wie dieses Straßenraummodell für verschiedene Anwendungen schon verwendet wurde. Ein anderes Beispiel ist in der Stadt Ingolstadt. Das ist ein Straßenraummodell, das auf der Grundlage von OpenDrive-Daten hergestellt wurde. Bei unserem Lehrstuhl wurde ein Konverter entwickelt, eben um in der Lage zu sein, diese OpenDrive-Daten, die in der Automobilindustrie verbreitet sind, aber eben eine parametrische Modellierungsstruktur aufweisen, hin zu CityGML zu transformieren, sodass diese CityGML-Daten dann leichter in einer klassischen GIS-Anwendung beispielsweise verwendet werden können. Und das Modell, das Sie hier auf dem Screenshot sehen, ist eben das Resultat eines solchen Konvertierungsprozesses.
In den Open Drive-Daten sind sehr viele Informationen enthalten, unter anderem über Straßenschilder, Ampeln, einzelne Fahrspuren, Straßenmarkierungen, und all diese Informationen können dann mit dem Konverter zu CityGML konvertiert werden. Und hier in dem Beispiel ist es jetzt eine Visualisierung ebenfalls in der Unreal Engine, die aus dem CityGML 3D-Straßenraummodell hergestellt wurde. Ein anderes Beispiel ist die Stadt Melbourne. Auch die bereitet Open Data zur Verfügung. Und diese Daten wurden ebenfalls recht ähnlich zu dem Beispiel von New York zu CityGML überführt. Und ganz konkret habe ich das Beispiel eingebaut, weil einige der Modellierungsbeispiele im Leitfaden, auf die ich jetzt wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht mehr detaillierter eingehen kann, auf Grundlage dieser Daten erstellt wurden. Das heißt, konkrete Straßenabschnitte in Melbourne, konkrete Kreuzungsbereiche wurden auf Grundlage dieser Daten zu CityGML 3 überführt und können als Open Data über die Links, die in der Guideline verfügbar sind, heruntergeladen werden, sodass man direkt einen Eindruck davon kriegen kann, wie dann wirklich so im Endeffekt ein CityGML 3-konformer Datensatz aussieht, der Informationen über beispielsweise einzelne Straßenflächen, Gehwegsflächen, Verkehrsinseln und so weiter beinhaltet. Ein Beispiel aus dem CAD-Projekt und aus unserer Begleitung der Stadt München beim Aufbau des digitalen Zwillings Münchens. Da ist die Stadt München gerade dabei. Es läuft gerade eine Ausschreibung für ein sogenanntes Lane-Modell. Das ist im Endeffekt die digitale Repräsentation der Straßen und auch der Verkehrsregeln, die damit aufgenommen werden sollen, in einer fahrspurgenauen Genauigkeit. Und das Ziel ist im Endeffekt, sowohl eine lineare als auch eine flächenhafte Repräsentation des Straßenraums vorliegen zu haben. Im ersten Schritt mal in einem GIS-System. Der Plan ist aber auch dann daraus unter anderem zum Beispiel Netzwerke abzuleiten, die zum Beispiel von Verkehrssimulationen genutzt werden können, aber auch das Straßenraummodell CityGML-konform herzustellen, sodass eine Vielzahl anderer Anwendungen, die ich gleich noch ein bisschen genauer beleuchten will, damit bedient werden können. Wir haben da auch schon erste Experimente damit gemacht und die Daten dieses Lane-Modells, die in kleinen Ausschnitten für bestimmte Testbereiche zur Verfügung stehen, zu CityGML 3 überführt und dabei festgestellt, dass sich die Konzepte sehr gut vertragen. Ein weiteres Beispiel, das wir hier sehen, mit dem Daten des Straßenraums schon verwendet wurden für eine Anwendung, ist die Visualisierung von Sumo-Verkehrssimulationsergebnissen. Da wurde von den Kollegen vom Lehrstuhl für Verkehrstechnik eine Sumo-Verkehrssimulation durchgeführt. Wir haben diese Daten verwendet und weiterverarbeitet zu einer Visualisierung, gemeinsam mit Daten, die zum Straßenraum zur Verfügung standen, ebenfalls zu CityGML transformiert und damit eine webbasierte Visualisierung aufgebaut. Ein anderes Beispiel, das ich ganz kurz zeigen möchte, ist jetzt hier am Beispiel der Stadt New York. Sie sehen hier ausgewählt in Gelb ein Straßenstück der Fifth Avenue, das im Endeffekt aus vielen einzelnen Teilflächen besteht, die aber alle die Information besitzen, dass sie zu dieser Fifth Avenue bekommen über dieses hierarchische System, eine Road, die in Sections und Intersections aufgeteilt ist, die wiederum in einzelne Traffic Areas unterteilt sind. Und jede einzelne dieser Teilflächen besitzt Informationen zum einen über die jeweilige Fläche, zum anderen aber auch über den Straßenzustand. Und mit diesen kombinierten Informationen ist es dann beispielsweise möglich, in diesem Modell Abfragen zu machen, zum Beispiel über den Zustand einer gewissen Straße und den Flächen für Quadratmeterzahl, die sich beispielsweise im schlechten Zustand befindet. Und mit diesen Informationen wäre es dann zum Beispiel möglich, Abschätzungen treffen zu können, welche Reparaturkosten möglicherweise in absehbarer Zeit auf die Stadt, meinetwegen in dem Fall hier der Stadt New York, zukommen. Ein Beispiel für die Public Participation, also Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Fall, ist die Visualisierung oder die Darstellung unterschiedlicher Planungsszenarien. Auf der linken Seite eines aktuellen Zustands und auf der rechten Seite einen geplanten Zustands. Auch dafür können 3D-Modelle und speziell semantische 3D-Stadtmodelle sehr hilfreich sein. Wir haben außerdem auch Anwendungen getestet, im speziellen Hinblick auf Verkehrssimulationen. Es gab eine Arbeit am Lehrstuhl, bei der ein Verkehrssimulationsnetz aus einem semantischen 3D-Straßenraummodell abgeleitet wurde. Dieses Simulationsnetz wurde dann verwendet, in dem Fall für die Verkehrssimulation WISSIM. Es wäre sicherlich denkbar, und es laufen ja auch gerade andere Arbeiten, die zum Beispiel auch Open-Source-Tools wie Sumo mit solchen Daten füttern können. Und die Verkehrssimulationsergebnisse wurden dann wieder zurückgespielt und visualisiert im 3D-Stadtmodell, aus dem ursprünglich auch die Eingangsdaten der Verkehrssimulation kommen. Und das ist sicherlich auch ein Ziel, das jetzt in der Zukunft in München verfolgt wird, dass es sozusagen dieses Lane-Modell gibt, aus dem einerseits Simulationsinformationen hergeleitet werden können oder die Grundlage für Simulationen gemacht werden können. Auf der anderen Seite es dann aber auch wieder möglich ist, diese Verkehrssimulationsergebnisse zurückzuspielen, zu visualisieren und Ergebnisse im 3D-Stadtmodell zu repräsentieren. So könnte das aussehen. Wir haben das hier am Beispiel Frankfurter Ring einmal getestet. Auf der linken Seite die reale Situation des Frankfurter Rings und auf der rechten Seite das semantische 3D-Stadtmodell, in dem
die Fahrzeuge auch tatsächlich sich bewegen, und zwar auf Grundlage der Simulationsergebnisse, die zuvor in der Sumo-Simulation durchgeführt wurden. Weiteres Anwendungsbeispiel, jetzt speziell für den Datensatz, der aus Ingolstadt zur Verfügung stand. Dort wurden die CityGML-Daten als Eingangsdaten für eine Fußgängersimulation verwendet. Auf der linken Seite sind sämtliche Flächen eingefärbt, je nachdem, ob sie walkable Areas sind, also für Fußgänger genutzt werden können. Diese Information ist im semantischen 3D-Stadtmodell und Straßenraummodell vorhanden. Oder in Rot eingeführt, ob es sich um Hindernisse handelt, also Gebäude beispielsweise oder Straßenflächen. Und ausgehend von diesen Informationen konnte dann mit dem Software-Tool Momentum eine Fußgängersimulation durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Fußgängersimulation wurden dann auch noch gekoppelt mit Ergebnissen einer Fahrsimulation in Virtual Test Drive. Und dazu gibt es auch eine Veröffentlichung von Schwab et al. Von 2020. In dem Vortrag, der sicherlich im Anschluss auch verteilt wird, ist eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Beiträgen noch verlinkt, wo all diese Anwendungen auch nochmal im Detail ein bisschen genauer beleuchtet werden. Mitzunehmen ist aus dem Teil des Vortrags aber, dass sämtliche dieser Anwendungen durchgeführt wurden auf der Grundlage von Straßenraumdaten, die im CityGML-konformen Format repräsentiert wurden und im Zusammenhang mit einem semantischen 3D-Stadtmodell zur Verfügung standen. Dritte Anwendung oder weitere Anwendung, die ich noch ganz kurz ansprechen will, ist eine Visibility Analysis, also eine Sichtbarkeitsanalyse mit Informationen über den Straßenraum und zusätzlichen Informationen über Straßenmöbel, aber auch Vegetationsobjekten und anderen Objekten, die möglicherweise die Sichtbarkeit von Ampeln oder Straßenschildern einschränken können, hat hier Hirt et al. Also eine Veröffentlichung vor kurzem erst publiziert, bei dem ein CityGML Straßenraummodell verwendet wurde, um so eine Sichtbarkeitsanalyse durchzuführen. Noch ein Anwendungsbeispiel, das wir jetzt hier am Beethovenplatz in München mit dem Straßenraummodell durchgeführt haben, das für einen Teilbereich schon zur Verfügung stand, ist eine Solareinstellungssimulation. Klassischerweise wird sowas häufig verwendet, um Möglichkeiten für Solarpotenziale aufzudecken, kann aber in dem Fall auch auf Straßenraumobjekte angewendet werden. Hier in gelb eingefärbt sind Flächen, die besonders starke Sonneneinstrahlung erfahren, wohingegen je blauer die Straßenflächen hier dargestellt sind, desto weniger hoch ist die Sonneneinstrahlung. Deutlich zu sehen ist da der Effekt von Vegetation. Auch das wäre eine mögliche Simulation, zu schauen, welche Auswirkungen hat beispielsweise Vegetation oder Neupflanzung von Bäumen in gewissen Bereichen, die Begrünung einer Allee meinetwegen, auf die Solareinstrahlung in dem Bereich und dementsprechend dann auch auf die Hitzeentwicklung in dem jeweiligen Bereich. Gut, so viel als ganz kurzer Überblick über mögliche Anwendungen, die mit CityGML 3 Straßenraummodellen durchgeführt werden können. Ich habe versucht, in der Präsentation einen kurzen Überblick zu geben über die Konzepte, die CityGML 3 bereitstellt zur Modellierung des Straßenraums mit diesem hierarchischen Aufbau der Untergliederung eines Straßennetzwerks in einzelne Roads, die wiederum unterteilt werden können in kleinere Teilobjekte, diese Abschnitte und Kreuzungsbereiche, die wiederum wieder unterteilt werden können in einzelne Fahrspuren beispielsweise. Es gibt die Möglichkeit, unterschiedliche Geometrien zu verwenden, um diese Straßenraummodelle zu modellieren. Es ist sowohl möglich, eine linienhafte Repräsentation darzustellen, die zum Beispiel für eine Navigationsanwendung vielleicht benötigt wird, als auch flächenhafte Repräsentationen darzustellen, die beispielsweise für eine Solareinstrahlungssimulation benötigt würden, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Es gibt aber genauso die Möglichkeit, volumetrische Repräsentationen abzubilden oder Punktwolkengeometrien zu verwenden. Zentrales Konzept sind diese Spaces, die Räume, die Verkehrsräume, mit denen der Straßenraum modelliert wird. Es gibt unterschiedliche Granularitätslevel, in denen bis Fahrspur genau im Endeffekt der Straßenraum repräsentiert werden kann. Es gibt eben nicht nur die klassischen Straßen, sondern auch Markierungen, Öffnungen im Straßenraum, Vegetation, Stadtmöbel, die repräsentiert werden können und all das in einer integrierten und konsistenten Repräsentation eines semantischen 3D-Straßenraummodells und Stadtmodells, von dem eine Vielzahl an Anwendungen profitieren können. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.